Dieser Podcast enthält deutsche Audiosequenzen mit englischen Untertiteln sowie englische Videosequenzen mit deutschen Untertiteln. This podcast contains audio in German with English subtitles and video sequences in English with German subtitles. Wir oder Zirkumvention. Namaste, werte Nachbarschaft. Heute nutzen wir einen Lebensbericht, um die Ursache für das alles zu ergründen. Warum wir hier sind und vor allem, warum wir hier alleine sind. Wir werden keine Namen nennen. Jeder von uns weiß, um wen es geht. Wir haben dieses Schicksal für diese Episode gewählt, weil es exemplarisch steht für das, woran die Gesellschaft im Vorher am meisten krankte. Pure Geltungssucht. Es ist der Lebensbericht jener Person, die wie keine andere für die Spaltung in unserer Gesellschaft verantwortlich ist. Was hat diesen Menschen dazu verführt? Das ist wichtig, wenn wir Gemeinsamkeiten mit uns erkennen wollen. Es soll uns dabei helfen, unsere eigenen Fehler nicht einfach als unveränderbare Eigenschaften zu akzeptieren. Nein, sie können uns inneren Frieden stiften. Durch sie verstehen wir. Diese Person hat uns die Erlaubnis gegeben, ihren Lebensbericht mit euch zu teilen. Zum besseren Verständnis werden wir sie Anzo nennen. Und sie werden wir zu ihm machen. Das war er nämlich im Vorher. Anzo stammte aus einer wohlsituierten Familie, genoss Bildung und vor allem verfügte er über eine ganz spezielle Gabe. Er konnte Zusammenhänge zwischen den Dingen leichter verstehen als andere. Damit landete er dann irgendwann am Theater. Dass Theater schädlich ist, wissen wir inzwischen. Und die Geschichte von Anzo bestätigt das. Er wurde nämlich in dieser Zeit von der Energie der Geltungssucht komplett absorbiert. Das machte ihn dann zunehmend zornig und boshaft. Ein Hauptproblem schien wohl darin zu bestehen, dass seine Gabe eine unsichtbare war und sein Geltungsbewusstsein nicht befriedigen konnte. Deshalb wurde sein Verhältnis zur Bühne nahezu manisch, denn Schauspieler standen offensichtlich immer im Rampenlicht. Auch ein Regisseur oder ein Bühnenbildner ernteten zumindest gewisse Komplimente für das, was sie zustande gebracht haben. Wie aber kann man etwas loben, das sich so gar nicht richtig konkret fassen lässt, geschweige denn mit bloßem Auge sichtbar wäre? Es folgt ein Bildungsvideo. As we learned in the last episode, the concept of the stage was causing the collapse of the before. Let's now have a look at those that were directly affected by it. We know that spending too much time around the Nabla was making people drift towards the extreme. And some people who were spending a huge amount of time in the heart of the Nabla were the bosses of the Volksbühne. They were similar to a king or a queen or a pope, but their power was not inherited for lifetime. Even some of them thought it was. The winner was chosen in the all-time classic casting show, Who's the Boss Here? Even though the selection process differed over the years, it was always ending with the motto, the winner takes it all. Naturally, the Volksbühnen bosses spent a lot of time at the Nabla
and it was no surprise what happened to many of them. Because they had to manage a stage that reflected the people, the entire world. Responsibility, expectations, and all that under the effect of the Nabla. In consequence, most of the bosses left the theater in the heat of identity crisis and fights. Fighting the city, their audience, their employees, or all of them at the same time. In the past 100 years, the bosses and their fights were the entertaining gift that kept on giving. And this is what everyone was watching. Das Gute am Alleinsein ist, dass wir genug Zeit haben, um über alles in Ruhe nachzudenken. Was uns heute ganz logisch scheint, das ging den Menschen damals zu weit. Also erfanden sie diese Art von Berufen, wie Anzu ihn ausübte, damit sich ein kleiner Teil von ihnen zum Expertentum erheben konnte. Währenddessen gab der Rest die Verantwortung für das eigene Denken komplett ab. Es war einem scheißegal, was man so tat, solange es kluge Köpfe gab, die einen beurteilen konnten. Das war ein ganz typisches Problem im Vorher. Denn plötzlich wurde dieses Expertenwissen mit falschem Prestige vergütet. Falsch nicht, weil es einem, wenn auch nicht viel, aber doch etwas an Geld einbrachte, sondern falsch, weil es einen hoffen ließ, zu den wichtigen Menschen zu gehören. Dass man im Theater, im Leben eine wichtige Rolle spielen und damit im Zentrum der Zivilgemeinschaft stehen würde. Man dachte sich, man wisse, wie der Hase läuft, und macht uns das nicht schon zu etwas Besserem? Ein Trugschluss. In Wahrheit interessierte sich, außer er selbst, niemand für Anzu. Und diese Erkenntnis, es muss so 2014, 2015 gewesen sein, brachte ihn dazu, einen Plan zu schmieden. Ja, und währenddessen zogen dann die Menschen in Dresden und anderswo auf die Straßen, um den eigenen Ärger und dem eigenen Frust Luft zu machen. Das war halt so die Zeit. Dass diese Unzufriedenheit dem Menschen generell innewohnt, das wissen wir heute. Aber damals hat man noch versucht, es über biografische und ökonomische Faktoren zu erklären. Aber wie erklärt es sich dann bei Anzu? Heute wissen wir, der Mensch war schlecht, ist schlecht und wird niemals mehr besser werden. Bis hierhin schien das eine mit dem anderen noch nicht viel zu tun zu haben. Okay, Anzu hat zwischendurch mal ein paar Projekte gemacht, in denen er Obdachlose auf die Bühne holte. Das war sein Beitrag zur Gewissensbereinigung. Sich zu vergewissern, dass das eigene Handeln eine Daseinsberechtigung hat und man eben nicht schlecht ist, so wie die anderen. Nein, dass man eigentlich etwas Besseres ist. Aber so richtig überzeugt hat ihn die Rolle des privilegierten, kulturellen Wohltäters offenbar nicht. Sonst hätte er seine Gabe auch nicht für die nächste Rolle eingesetzt. Provokateur und Brandstifter. Wir wissen heute nicht genau, wann Anzu das erste Mal das damalige Gebiet unserer heutigen Republik betreten hat. Nur wissen wir, dass die magnetischen Schwingungen hier am Platz auf ihn eine ganz besondere Anziehung ausübten. Er wollte zunächst etwas über die vertriebenen Menschen aus dem Scheunenviertel machen, aber dann ließ er von zu viel Rühseligkeit ab und widmete sich dem, was damals am besten funktionierte: der Einigkeit, sich uneins zu sein. Educational Video Intermission.
very special season of Who's the Boss Here kicked off in the last epoch of Nabla. By that time, things were all very, very dark. It was when Frank I was dethroned in a coup d'etat. A Flemish invader was about to take over and create the Empire of Vercon. But Frank I had a big entourage that was formed under the effect of the Nabla. They were ready to put on a fight to defend the stage. Even if these people didn't support Frank originally, they now felt attracted by his corner and by the fight against the other. They protested in the street and even squatted the house. This poor thing became the symbol of their fight, even when all this poor thing wanted to be was a weird little rubber wheel that made people curious. They spread the dogma everywhere and even managed to create a pile of shit that they left at the camp of the besieger every single day during this culture fight. What was wrong with them? The answer is simple. It was the combination of stage and Nabla that made them so shady. The people became a mess that only defined themselves by being against something else. In the end, the entourage of Frank I lost the fight, and in the yet most heated season of Who's the Boss Here, Chris I was declared winner. He might have succeeded if it wasn't for the Nabla, because the title of the boss was cursed. So after only 1 year of reign, the head of Chris I was cut off. Someone else had to step in to fulfill these duties. But also that next boss would fall in disgrace. And for the first time in the history of Volksbühne, every placement had to be replaced in times that were the beginning of the end. Ach, was ist das hier für Lärm? 4/4 Hallo, geht's noch? Als der Kulturkampf 2017 ausgerufen wurde, war Anzo ganz vorne mit dabei. Er war quasi eine Art Kriegsberichterstatter für die Seite von Frank I. und auch bei der Besetzung war er anwesend. Für mehrere Wochen freute sich die Intendanz Derkons über täglich einen neuen Scheißhaufen vor ihrem Vorbereitungsbüro. Ein Scheißhaufen. Ja, werte Nachbarschaft, es war wirklich so. Ob Anzo den auch mit zu verantworten hatte, das können wir nicht mit Gewissheit sagen. Auch nicht, ob er sich ausgemalt hat, in der Zukunft irgendeine Rolle in der Volksbühne zu spielen. Also so im Zentrum der Macht. Aber was wir sagen können, ist, dass er und die Volksbühne oder vielmehr der Platz davor auch nach Beendigung des Kulturkampfes noch nicht ganz miteinander fertig waren. Langsam hatte es sich rumgesprochen, dass alle Volksbühnenbosse von einem Fluch ereilt wurden. Langsam, allerdings zu spät. Im Frühling 2020 war der Platz wieder das, was er 110 Jahre zuvor schon einmal gewesen war. Kulturelles Brachland. Wenn wir damals aus dem Fenster schauten, sollten wir einen Vorgeschmack auf das bekommen, was wir heute sehen. Vereinzelt mal eine Person auf der Straße, ansonsten aber absolute Stille. Wie wunderbar. Die Theater waren zu, die Kinos waren zu, die Restaurants waren zu
Und genau da sah Anzo seine Zeit gekommen, um sein, wie man zweifelsohne anerkennen muss, künstlerisches Meisterwerk zu verbringen. Die Zirkumvention. Bildungsvideo. In 2020, no one had any idea about what was coming next. The virus spread among human beings, causing people to stay in their living space. Out of sudden, the we was there again. Being alone, for once, most of us did struggle with that in the beginning. But we also started to realize that the we not only created this virus, it also caused other shady things like war, natural catastrophes, climate change. This is when the concept of individual isolation as a healing process began. The dark days left us, and most of us started to see the light. However, there was still a small but significant part of us who was still attracted by the extreme sides of the Nabla. By that time, all the stages were shut down, but still they existed in the public sphere. So these of us thought the show must go on, and everyone would be listening to them. This is how the circumvention was created. It consisted of a group of professional performers that wanted to buy toilet paper. They did a reenactment that referenced all the events that happened at the Nabla before. They didn't like what the regular newspapers wrote, so they created their own newspapers. They fought the police, blamed everyone who was not agreeing with them, and put on very interesting costumes. Even though that was obviously meant to be a subversive art performance, people took it very seriously. Is every thought born in the idea of the we? Their movement became contagious and spread all across the world. It was no surprise. It all had its root in the Nabla. In its force to create the most extreme opinions, but also in the wish to constantly play a role and to be on a stage, no matter the text and the costumes. We needed to get rid of the stage. We needed to burn the theater. We needed to kill the public space. We
needed to kill the we in order to save everyone. I just needed to be alone. And now, the spring has come. Wenn der Kulturkampf um die Volksbühne ein Prolog im letzten Kapitel des Nablers war die Zirkumvention der erste pompöse Akt des Hauptteils. Es folgten Bürgerkriege, Klimakatastrophen und natürlich schließlich das große Feuer von 2026, das alles Böse und dessen Ursprung auslöschte. Seitdem sind wir hier am Grand Nabla jene Auserwählten, die an diesem Ort verweilen dürfen und uns darüber klar werden dürfen, dass die ganzen Opfer für das Vollenden unseres Plans Sinn gemacht haben. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Und was wurde aus Anzo? Natürlich wurde er wie jeder, der damals zu den Urhebern der Krise erklärt wurde, verurteilt. Einzelhaft, Reinigung, Reintegration. Heute ist er tatsächlich wieder ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft geworden. Wenn ihr einen täglichen Rundgang über den Platz zwischen 4:30 Uhr und 7 Uhr morgens absolvieren dürft, dann seid ihr ihm vielleicht schon mal begegnet. Genau. Er ist einer der Wächter, die die Erinnerung an das Vorher bewachen. Er überwacht das Sperrgebiet, auf dem einst die Volksbühne stand. Reden tut er so gut wie gar nicht. Deshalb hätte ein Zwiegespräch an dieser Stelle nicht viel Sinn gemacht. Aber schreiben, das fällt ihm noch sehr leicht. Da kommt seine kämpferische Haltung von früher immer mal wieder durch. Das habt ihr vielleicht im Kommentarbereich schon gemerkt. Aber auch das ist okay. Das ist seine Art, die überschüssigen Energien loszuwerden. Er hat eine Art Lebensbericht niedergeschrieben. Der ist schon, man kann es nicht anders sagen, recht zynisch und nicht gerade leicht zu lesen. Aber wenn es dazu beiträgt, dass er seine restliche menschliche Existenz in Frieden und ohne nachweisbare physische Schmerzen vollbringen kann, dann darf uns das doch erfreuen, nicht wahr, werte Nachbarschaft? Sein Lebensbericht ist in der digitalen Bibliothek unserer Republik verfügbar. Sie heißt Mein Kampf. Bitte nicht von dem Titel ablenken lassen, das soll Satire sein. Man merkt ihm seinen Hang zum Theatralischen noch etwas an und deshalb hat er es wie eine Theaterszene geschrieben, in der er selbst im Fokus steht. Irgendwie ganz süß. Wenn ihr zu müde seid, ihn selbst zu lesen, dann könnt ihr euch den Bericht auch von einer App eures Vertrauens vorlesen lassen. Ihr wisst ja selbst, wie das geht. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und wünschen euch eben das, was Anzo und mir beschieden sein wird. Das ist doch schon mal was. Das war der Nabla-Podcast Wir oder Zirkumvention. Anzo, Christian Lindlein. Deutsche Stimme Xanti Far Away. Englische Stimme Alex Zoe. Text und Regie Philipp Urrutia. Dramaturgie Lena Schulze-Fränking. Eine Produktion von OFW ohne festen Wohnsitz, gefördert vom Fonds Darstellende Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustadt Kultur. Alle Informationen zum Nabla auf nabla.fandom.com/de. All information about Nabla in English at nabla.fandom.com.